Ja, hallo zusammen. Heute aus dem Atelier mit was ganz Merkwürdigem und das ich schon länger geplant habe und im Moment drückt es wieder komplett. Vielleicht kennt ihr das, ihr wollt was malen, steht vor der Leinwand und seid völlig gehemmt, gesperrt innerlich, es will einfach nicht fließen und dann fangt ihr irgendwas an, das misslingt dann und dann seid ihr doppelt frustriert und ihr wisst einfach nicht, woran es liegt. Und mir geht es halt auch immer wieder so und vor allen Dingen, wenn ich viel Stress habe, geht es mir so. Und was mir dann immer im Weg steht, vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr dann besonders perfektionistisch sein wollt und vor allen Dingen besonders keinen Fehler machen. Ja? Und ich habe mir jetzt Folgendes überlegt, weil da quäle ich mich jetzt schon seit mindestens 2 Monaten herum. Also mir gelingen Bilder im Moment nur unter allergrößten Mühen und relativ selten im Vergleich zu sonst. Und das hängt halt damit zusammen, dass ich, wisst ihr ja, halt relativ viel Stress im Moment habe, auch gesundheitlich. Und ja, da habe ich mir Folgendes überlegt, jetzt was umzusetzen, was ich mir schon lange geplant habe, nämlich das 10-Mistbilder-Projekt. Ich habe mir jetzt einfach 10 von diesen Leinwänden geholt, gibt es hier in Köln für ganz wenig Geld. Und ich habe jetzt beschlossen, statt hinzugehen und immer zu sagen, wow, ich male jetzt ein ganz tolles Bild, ich versuche jetzt ein möglichst schreckliches Bild zu machen. Und zwar nicht nur eins, sondern 10 Stück hintereinander. Ja, und da wollte ich euch mitnehmen heute beim ersten Bild, ein schreckliches Bild und ich fange jetzt einfach mal an. Viel Spaß beim Zuschauen. So, natürlich habe ich einen Plan, weil ich kann natürlich nicht ohne. Ich nehme nur transparente Farben heute und die lege ich übereinander und dann gucke ich einfach, was passiert. Ja. Ja, das wäre es jetzt. Mein erstes Mistbild. Ich denke, es ist schon relativ schlecht gelungen. Und ja, schreibt mir doch mal drunter, was ihr von der Idee haltet. Und vielleicht habt ihr Spaß mitzumachen. Also ich werde in jedem Fall die anderen Bilder regelmäßig auf Instagram posten. Wer mich da nicht abonniert hat, schaut mal bei Instagram vorbei. Ich habe das unten in der Videobox verlinkt. Da findet ihr mich ganz einfach. Ja, vielleicht habt ihr Lust, auch mal eure Mistbilder zu veröffentlichen. Da können wir mal eine richtige Mistausstellung machen und ich bin relativ sicher, dass da viele gute Bilder mit dabei sind, weil der Mist ist eigentlich nur in unserem Kopf. Ja? So, in diesem Sinne, schwimmt euch frei, kauft euch ein paar billige Leinwände oder nehmt euch einfach nur Baumwolle oder Papier und nehmt euch mal vor, 10 schlechte Bilder zu malen. Ich glaube, dass das äußerst befreiend ist. Also mir hat es jetzt sehr viel Spaß gemacht. Gut, also bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss.